Heute sprechen wir über ein ernstes Thema, das unverzichtbar im Online-Business ist: Community-Aufbau. Oft werde ich gefragt, wie verkaufe ich denn eigentlich jetzt meine Bücher oder Online-Kurse? Die Antwort ist einfach: Du brauchst eine Community. Warum das so wichtig ist und wie du Schritt für Schritt deine eigene Community aufbaust, das erfährst du hier in diesem Video. Jyotima, jetzt habe ich meine Bücher fertig und bisher hat nur meine Mutter und meine Nachbarin das Buch gekauft. Wie verkaufe ich denn jetzt meine Bücher? Oder wie verkaufe ich Online-Kurse? Denn es ist letztendlich immer dasselbe. Du brauchst Menschen, die dir folgen. Und du brauchst natürlich eine Zielgruppe, die dir gerne folgen wollen. Denn du möchtest ja jetzt zum Leuchtturm werden mit deinem Business. Und das geht natürlich nur, wenn du beginnst zu strahlen. Kapitel 1: Warum eine Community unverzichtbar ist. In den letzten 13 Jahren Online-Business, ich bin schon wirklich 13 Jahre dabei, hat sich im Online-Marketing vieles verändert. Aber eins ist geblieben: Du brauchst eine Community, um organisch verkaufen zu können. Warum? Menschen kaufen von Menschen, denen sie vertrauen und die sie unterstützen können damit. Loyalität: Eine gut aufgebaute Community empfiehlt dich weiter, bleibt bei dir, kommentiert deine Beiträge und kauft natürlich auch deine Produkte. Feedback: Deine Community gibt dir Rückmeldung zu deinen Produkten, kauft deine Produkte und gibt auch Bewertungen zu deinen Produkten, also zum Beispiel 5 Sterne auf Amazon oder eine Bewertung zu deinem Online-Kurs oder zu deinem Programm, wenn sie begeistert sind. Egal ob Bücher, Online-Kurse oder digitale andere Produkte, es bleibt immer dasselbe. Deine Community ist dein Fundament, auf dem du bauen kannst und das du natürlich immer wieder versorgen solltest. Kapitel 2: Wen willst du denn ansprechen? Bevor du dir eine Community aufbaust und viel Zeit und Mühe investierst, einmal eine Frage: Wen willst du als deine Zielgruppe haben? Also für wen hast du eine Lösung zu geben? Du bist 30 Jahre Therapeut, also liegt die Antwort natürlich: Deine Klienten brauchen dich, eventuell auch online und weltweit, mit deiner Lösung, die du bereits seit 30 Jahren praktizierst. Oder wer braucht deine Expertise? Nur du hast dieses Wissen gerade dir angeeignet, du hast dafür eine spezielle Schulung oder ein Coaching gebucht. Natürlich, dann raus mit dir und gib dieses Wissen unbedingt weiter, denn wofür hast du es jetzt gebunkert? Du möchtest ein Leuchtturm sein, dann strahle täglich für diese Menschen, denn die warten auf dich. Die finden diese Lösung nicht bei mir oder bei Petra um die Ecke, sondern nur bei dir und mit deinem Wissen. Strahle täglich für diese Menschen, anstatt ein Teelicht zu sein, was kaum auffällt und eben das Wissen für sich behält. Das ist unterlassene Hilfeleistung, kennen wir alle. Kapitel 3: Beginne in deinem Netzwerk. Wusstest du, dass du wahrscheinlich schon 300 Menschen in deinem Umfeld hast, die dich alle kennen und die dir auch gerne folgen mögen? Familie, Freunde, Kollegen aus dem Sport, aus dem Bekanntenkreis, aus der Schule deiner Tochter. Alle gehören zu deinem Netzwerk. Und alle sind neugierig. Frage dich, wie kannst du mit ihnen kommunizieren? Und überlege natürlich, wer könnte von deinem Netzwerk, von deinen Büchern und von deinen Online-Kursen, von deinen Produkten profitieren. Dein erster Schritt zum Community-Aufbau beginnt nämlich genau hier. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, aber die Nachbarin ist jetzt nicht unbedingt meine Kundin, die nun mein Coaching-Programm kaufen soll. Ja, warum denn nicht? Vielleicht weiß sie nur noch nicht, dass du die Lösung hast. Also fang einfach an, es herauszugeben. Denn auch diese Frau hat vielleicht Probleme, die du mit deinem Wissen lösen kannst. Plattform für den Community-Aufbau, Kapitel 4. Um deine Community aufzubauen, nutze natürlich verschiedene Social-Media-Kanäle. Social Media liegt mir nicht. Dann hör mal auf, es gibt so viele Kanäle, die du bedienen kannst. Hier sind einige im Überblick. Nutze Kanäle, die zu deiner Zielgruppe passen. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube-Kanal. Es gibt so viele Social-Media-Kanäle, die du nutzen kannst und die natürlich basiert auf deiner Zielgruppe sein sollten. Denn wenn du Jugendliche oder Mütter ansprichst, kannst du ruhig mal auf TikTok schauen. Denn auch die schauen hier und finden irgendwie Rezepte und Lösungen für ihren Alltag. Also warum nicht auch deine therapeutische Dienstleistung? Bist du eher businessorientiert, dann ist es natürlich eher LinkedIn oder YouTube. Poste regelmäßig Inhalte und interagiere mit deinen Followern und baue die Beiträge natürlich auch so auf, dass sie Kommentare erhalten. Übrigens, wie gefällt dir hier dieser YouTube-Kanal? Kommentiere doch mal drunter und abonniere den Kanal. Ich freue mich riesig über jeden neuen Menschen, der dazukommt und der von meinen Videos profitiert. Also schreib mal drunter, ob du hier etwas lernst.
Ein nächster Kanal wird zum Beispiel WhatsApp. Auch hier hast du einen Status, du kannst einen Kanal anlegen, du kannst dich hier zeigen mit deinem Wissen. Und plötzlich wird aus der Mutter aus der Schule eine Freundin oder eben jemand, der eventuell eine Kundin sein könnte. Teile regelmäßige persönliche und auch berufliche Updates in deinem Status oder in deinem Kanal. Telegram ist zum Beispiel ein exklusiver Kanal für den Aufbau einer geheimen Gruppe mit einem bestimmten Wissen. Teile wertvolle Inhalte, bringe Content ein und schaffe eine persönliche Verbindung auch über den Telegram-Kanal. Auch mit Skool kannst du dir eine Community aufbauen. Es kommt jetzt ganz neu rüber, auch in den deutschsprachigen Markt. Schau dir unbedingt diese Plattform an, denn sie trägt sich ab einer gewissen Größe deiner Community. Kapitel 5. Passives Einkommen mit deiner Community aufbauen. Wenn du jetzt also die ersten engagierten Follower hast, eine Community anfängst aufzubauen, dann kannst du auch schon beginnen, erste Produkte zu verkaufen. Denn auch mit 100 Leuten kannst du bereits Geld verdienen und sehr gut Geld verdienen. Erstelle also digitale Produkte, E-Books, Kurse, Audiokurse oder sogenannte Vorlagen oder Templates, die ein konkretes Problem lösen. Lass die Leute daran teilhaben und teile natürlich dieses Wissen so im ersten Schritt. Und dann gibt es ein Call to Action, wo sie das Produkt kaufen können. Verkaufe automatisiert über Zahlungsanbieter wie Digistore zum Beispiel. Und schon musst du gar nichts mehr selbst machen. Das Ganze geht automatisch. Biete weiteren Mehrwert als Upsells oder weitere Coaching-Angebote gleich im nächsten Schritt. Und schon wird deine Community begeistert sein und auch diese höherpreisigen Produkte weiter kaufen. Denn zufriedene Kunden bleiben immer deine Kunden. Kapitel 6. Community-Aufbau in diesen einfachen Schritten. Nun hast du schon so viel gelernt, wie du aus einem WhatsApp-Kontakt einen Kunden machst. Hier noch weitere Schritte dazu. Erstens, denk dran, deine Zielgruppe zu definieren. Also nicht jeder ist für dein Produkt geeignet. Aber wer ist es denn genau? Gestresste Mütter oder Führungspositionen? Also such genau danach in diesen Social-Media-Kanälen oder Community-Plattformen. Schau dir was andere machen und mach es dann so ähnlich nach. Ich möchte nicht aus dir eine Copycat machen. Ich möchte lieber, dass du weißt, wofür du da bist und für welche Leute du etwas zu geben hast. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Denk dran, Community-Aufbau heißt konstant und immer regelmäßig zu kommunizieren. Wenn das nur zwei oder dreimal die Woche im Moment sein kann, dann ist das auch ausreichend. In einigen Plattformen findest du mich sogar täglich. Mein Geheimrezept ist dazu, bleib einfach bei einem bestimmten Rhythmus, ohne dich zu irgendwie verausgaben. Du musst nicht 14 Tage jeden Tag, wenn es dir nicht liegt und wenn du das in deinen Alltag mit vielleicht auch noch nebenberuflich tätig und Mutter und Familie nicht bewerkstelligen kannst. Wenn du aber die Zeit dafür hast, dann versuche einfach deinen Content auf einen Tag mit einer Stunde zu konzentrieren, den vorzuplanen für diese Plattform und natürlich das Ganze dann automatisiert rauszugeben. Also immer montags vielleicht 3 Beiträge vorzuplanen. Schon hast du die ganze Woche Zeit, um dir neue Produkte auszudenken. Wenn du soweit bist, kannst du mehrere Plattformen benutzen. Ich würde jetzt erstmal mit einer Plattform anfangen, um überhaupt so das Gefühl dafür zu bekommen. Du bist Beginner, also beginne mit einer Plattform. Erstelle Inhalte, die deine Community begeistern und die Interaktion fördern. Wenn du das nicht weißt, google mal Interaktion, Social Media. Das hat immer was mit einem Call to Action zu tun. Wie gefallen dir meine Videos? Abonniere den Kanal, kommentiere dieses Video, wie es dir gefallen hat. Das zum Beispiel ist ein Call to Action. Und natürlich automatisiere den Verkaufsprozess, wenn du schon dabei bist. All das bekommst du natürlich in meiner Akademie mit meinen Minikursen. Mit meiner Minikursmethode kannst du sofort loslegen und ich zeige dir natürlich, wie du Low-Content-Bücher erstellst, Minikurse erstellst und sie natürlich auch verkaufst. Dafür bin ich da. Mehr findest du in meinem Shop und wenn du einmal richtig loslegen willst, bekommst du das immer über ein sogenanntes Potenzialgespräch. Wir schauen, was deine digitalen Chancen sind und dann habe ich weiterführende Kurse, die 4 oder 8 Monate gehen und in welcher Zeit du dann richtig einmal loslegst, dir passives Einkommen aufbaust mit richtig guten Produkten, die auf dem Markt gerade angesagt sind. Also viel Spaß damit und ich freue mich schon, dich im Potenzialgespräch zu sehen. Also alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.